Von Zeit zu Zeit werden Sie sehen, dass es riesige Kerzen auf dem Chart gibt und Sie können Tage erleben, an denen nichts passiert. Und manchmal passiert alles innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums. In diesem Fall handelt es sich um eine einzige Kerze mit mehreren Trades, die ausgeführt worden sind. Und dies ist der ICC-Oszillator. Und sobald er unter die untere Linie fällt, könnte der nächste Trade anstehen. Und dieser nächste Trade kann sich über Minuten, Stunden, Tage oder sogar Wochen erstrecken. Es hängt alles von der Kursbewegung ab, die im Moment sehr schnell ist. Es kann also sein, dass wir innerhalb der nächsten Minuten einen neuen Trade sehen, oder manchmal passiert 50 Kerzen hintereinander nichts. Und das ist der Punkt, an dem die Leute ungeduldig werden und anfangen, ihr System zu manipulieren, weil es dann langweilig wird. Sie wollen mehr Trades sehen. Andererseits könnten sie ängstlich werden, wenn sie innerhalb einer Stunde so viele Trades sehen. Hier ist die nächste Position. Sie wurde gerade eröffnet und Sie sehen, dass der Kurs auf und ab wandert. Wenn Sie auf die Registerkarte Historie klicken, werden Sie sehen, dass wir in den letzten Minuten alle diese Transaktionen hier durchgeführt haben. Von hier aus haben wir also nicht einen, zwei oder drei, sondern direkt ein ganzes Dutzend dieser Einträge. Ein zweiter Trade wurde innerhalb weniger Sekunden eröffnet. Das ist es, was ich ein Forex-Beben nenne. Und viele Leute werden nervös, wenn so etwas passiert, weil wir so etwas nicht sehr oft sehen. Aber wenn es passiert, versuchen die Betroffenen alle möglichen Dinge zu tun. Entweder schließen sie Positionen, weil sie Angst haben, oder sie eröffnen neue Positionen, weil sie gierig sind. Und dann können sie Kursbewegungen von einigen $100 innerhalb weniger Minuten beobachten. Wenn wir also in dieses Diagramm hineinzoomen, sehen wir diese beiden Linien hier. Das sind gleitende Durchschnitte. Wir befinden uns also derzeit in einem leichten Aufwärtstrend. Und ich vermute, dass wir in den nächsten Tagen einen kontinuierlichen Aufwärtstrend sehen werden. Aber in Situationen wie dieser kann man nie wissen. Es ist also immer eine gute Idee, mit einem geringen Risiko zu beginnen. In meinem Fall habe ich ein Konto von $100.000, so dass ein offener Verlust von $240 für mich nichts Beängstigendes ist. Wäre dies jedoch ein Konto mit einem Eigenkapital von $1.000, sähe die Sache ganz anders aus. Und wie Sie sehen, liegt das Eigenkapital jetzt unter $100.000. Die freie Marge liegt sogar unter diesem Wert. Ich bin also gespannt, wie sich diese Bewegung hier auswirken wird. Ich halte es für eine gute Idee, mit einem Demokonto zu handeln, so wie wir es hier tun. Denn die meisten Leute sehen solche Entwicklungen auf ihrem echten Konto und das kann Panik auslösen. Die meisten Trader verlieren ihr gesamtes Geld innerhalb der ersten 6 Monate. Daher wäre es wahrscheinlich eine gute Idee, mindestens 3 Monate in den Handel mit einem Demokonto zu investieren. Ich verwende nun schon seit über einem Jahrzehnt Demokonten und reale Konten und all diese realen Daten sind wirklich wertvoll. Denn je mehr reale Daten Sie haben, desto mehr reale Erfahrungen können Sie sammeln und dabei spielt es keine Rolle, ob Sie diese von einem Demokonto oder von einem realen Konto erhalten. Okay, das war's für dieses Video. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.